Meine Reise als Fachinformatikerin. Ich bin Lisa und ich möchte euch heute meine Geschichte erzählen, wie ich meinen Traum, Fachinformatikerin zu werden, verwirklicht habe. Es war ein langer Weg, aber mit harter Arbeit und viel Motivation habe ich es geschafft. Vielleicht ist meine Geschichte auch für dich interessant, wenn du dich für einen ähnlichen Weg in Deutschland interessierst. Der Anfang meines Weges. Die Ausbildung. Alles begann vor 3 Jahren, als ich mich entschied, eine Ausbildung zur Fachinformatikerin zu machen. Ich habe mich für die Fachrichtung Systemintegration entschieden, weil mich Netzwerke und IT-Systeme schon immer fasziniert haben. In Deutschland dauert eine Ausbildung in der Regel 3 Jahre und man verbringt dabei Zeit sowohl in der Berufsschule als auch im Betrieb. Für mich war diese Kombination ideal, weil ich nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch praktische Erfahrung sammeln konnte. In der Berufsschule hatten wir Fächer wie Netzwerktechnik, Programmierung und IT-Sicherheit. Es war manchmal herausfordernd, vor allem die Programmierung, aber es hat auch unglaublich viel Spaß gemacht, neue Lösungen für technische Probleme zu finden. Im Betrieb war es noch spannender. Dort durfte ich von Anfang an echten Projekten mitarbeiten. Ich erinnere mich noch gut an mein erstes größeres Projekt. Ich sollte das Firmennetzwerk modernisieren und neue Server einrichten. Natürlich habe ich dabei viel Unterstützung von meinen Kollegen bekommen, aber es war ein tolles Gefühl, als alles funktionierte. Die Prüfung und der Abschluss. Nach 3 Jahren stand dann die Abschlussprüfung an. Das war sicherlich eine der stressigsten Zeiten in meinem Leben. Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem praktischen Teil. Im schriftlichen Teil musste ich Fragen zu Themen wie Netzwerke, Betriebssysteme und Datenbanken beantworten. Für den praktischen Teil musste ich ein Projekt planen und durchführen. Ich habe mich entschieden, ein kleines Firmennetzwerk zu simulieren, um den Prüfern zu zeigen, was ich in meiner Ausbildung gelernt habe. Als ich die Ergebnisse bekam, konnte ich es kaum glauben. Ich hatte die Prüfung bestanden. Das Gefühl war unbeschreiblich. 3 Jahre harte Arbeit hatten sich endlich ausgezahlt. Nun konnte ich mich offiziell Fachinformatikerin nennen. Die Jobsuche und das Bewerbungsgespräch. Nachdem ich meine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hatte, begann die nächste Herausforderung, die Jobsuche. In der IT-Branche gibt es zwar viele Möglichkeiten, aber ich wollte unbedingt eine Stelle finden, die zu mir passt und bei der ich mich weiterentwickeln kann. Ich habe mich auf mehrere Stellen beworben und war ziemlich nervös, als ich meine erste Einladung zu einem Vorstellungsgespräch bekam. Das Vorstellungsgespräch fand in einem mittelgroßen IT-Unternehmen statt, das sich auf Cloud-Lösungen spezialisiert hat. Der Chef stellte mir viele technische Fragen, aber auch Fragen zu meiner Arbeitsweise und wie ich mit Problemen umgehe. Eine der Fragen war: Wie gehen Sie vor, wenn ein Netzwerk plötzlich ausfällt? Ich erklärte ihm Schritt für Schritt meinen Ansatz. Zuerst das Problem analysieren, dann die Ursache finden und schließlich eine Lösung implementieren. Ich war überrascht, wie gut das Gespräch lief, und kurze Zeit später bekam ich die Zusage für den Job. Das war ein weiterer großer Moment in meinem Leben. Ich konnte es kaum erwarten, meine Karriere als Fachinformatikerin zu beginnen. Mein Alltag als Fachinformatikerin. Jetzt arbeite ich seit einem Jahr in dem Unternehmen und ich muss sagen, es ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Mein Arbeitstag ist sehr abwechslungsreich. Manchmal konfiguriere ich neue Server, manchmal behebe ich Netzwerkprobleme und an anderen Tagen plane ich neue IT-Projekte. Das Beste an meinem Job ist, dass ich ständig etwas Neues lerne. Die IT-Welt verändert sich so schnell, dass man immer auf dem Laufenden bleiben muss. Ein weiterer Vorteil ist, dass Fachinformatiker sehr gefragt sind. Es gibt viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden oder in andere Bereiche wie Cybersecurity oder Softwareentwicklung zu wechseln. Für mich ist das perfekt, weil ich immer neue Herausforderungen brauche.
Wenn du überlegst, eine Ausbildung zur Fachinformatikerin oder zum Fachinformatiker zu machen, kann ich dir nur sagen, mach es. Es ist ein Beruf mit Zukunft und du wirst nie aufhören zu lernen. Natürlich ist es nicht immer leicht, aber wenn du hart arbeitest und dranbleibst, wirst du am Ende belohnt. Ich hoffe, meine Geschichte hat dir einen Einblick in meinen Weg und in die spannende Welt der Fachinformatik gegeben. Viel Erfolg auf deinem eigenen Weg. Die Fachinformatikerin. Die Fachinformatikerin arbeitet an komplexen IT-Systemen. Die Fachrichtung. Er hat sich für die Fachrichtung Systemintegration entschieden. Die Systemintegration. Systemintegration ist ein wichtiger Teil der IT-Ausbildung. Die Programmierung. Programmierung ist eine der Hauptaufgaben eines Fachinformatikers. Die Lösung. Wir haben eine passende Lösung für das Problem gefunden. Der Abschluss. Nach seinem Abschluss begann er als IT-Spezialist zu arbeiten. Die Datenbank. Die Datenbank speichert alle wichtigen Informationen. Das Projekt. Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen. Das Bewerbungsgespräch. Das Bewerbungsgespräch verlief sehr gut. Die Einladung. Ich habe eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch erhalten. Der Chef. Der Chef hat die neue Strategie vorgestellt. Die Zusage. Ich habe eine Zusage für die Stelle erhalten. Theoretisch. Das theoretische Wissen ist genauso wichtig wie die Praxis. Praktisch. Er hat viel praktische Erfahrung in der IT. Schriftlich. Der Vertrag muss schriftlich festgehalten werden. Abwechslungsreich. Der Arbeitsalltag ist sehr abwechslungsreich und spannend. Simulieren. Wir simulieren verschiedene Szenarien, um die beste Lösung zu finden. Analysieren. Wir müssen die Daten analysieren, bevor wir eine Entscheidung treffen. Implementieren. Die neue Software wurde erfolgreich implementiert. Konfigurieren. Ich konfiguriere gerade die Netzwerkeinstellungen. Meine Reise als Fachinformatikerin. Meine Reise als Fachinformatikerin. Ich bin Lisa und ich möchte euch heute meine Geschichte erzählen. Ich bin Lisa und ich möchte euch heute meine Geschichte erzählen, wie ich meinen Traum, Fachinformatikerin zu werden, verwirklicht habe. Wie ich meinen Traum, Fachinformatikerin zu werden, verwirklicht habe. Es war ein langer Weg, aber mit harter Arbeit und viel Motivation habe ich es geschafft. Es war ein langer Weg, aber mit harter Arbeit und viel Motivation habe ich es geschafft. Vielleicht ist meine Geschichte auch für dich interessant, wenn du dich für einen ähnlichen Weg in Deutschland interessierst. Vielleicht ist meine Geschichte auch für dich interessant, wenn du dich für einen ähnlichen Weg in Deutschland interessierst. Der Anfang meines Weges. Die Ausbildung. Der Anfang meines Weges. Die Ausbildung. Alles begann vor 3 Jahren, als ich mich entschied. Alles begann vor 3 Jahren, als ich mich entschied, eine Ausbildung zur Fachinformatikerin zu machen.
eine Ausbildung zur Fachinformatikerin zu machen. Ich habe mich für die Fachrichtung Systemintegration entschieden. Ich habe mich für die Fachrichtung Systemintegration entschieden, weil mich Netzwerke und IT-Systeme schon immer fasziniert haben. Weil mich Netzwerke und IT-Systeme schon immer fasziniert haben. In Deutschland dauert eine Ausbildung in der Regel 3 Jahre. In Deutschland dauert eine Ausbildung in der Regel 3 Jahre und man verbringt dabei Zeit sowohl in der Berufsschule als auch im Betrieb. Und man verbringt dabei Zeit sowohl in der Berufsschule als auch im Betrieb. Für mich war diese Kombination ideal. Für mich war diese Kombination ideal, weil ich nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch praktische Erfahrung sammeln konnte. In der Berufsschule hatten wir Fächer wie Netzwerktechnik, Programmierung und IT-Sicherheit. In der Berufsschule hatten wir Fächer wie Netzwerktechnik, Programmierung und IT-Sicherheit. Es war manchmal herausfordernd, vor allem die Programmierung. Es war manchmal herausfordernd, vor allem die Programmierung. Aber es hat auch unglaublich viel Spaß gemacht. Neue Lösungen für technische Probleme zu finden. Im Betrieb war es noch spannender. Dort durfte ich von Anfang an echten Projekten mitarbeiten. Ich erinnere mich noch gut an mein erstes größeres Projekt. Ich sollte das Firmennetzwerk modernisieren und neue Server einrichten. Natürlich habe ich dabei viel Unterstützung von meinen Kollegen bekommen. Aber es war ein tolles Gefühl, als alles funktionierte. Die Prüfung und der Abschluss. Nach 3 Jahren stand dann die Abschlussprüfung an. Das war sicherlich eine der stressigsten Zeiten in meinem Leben. Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem praktischen Teil. Im schriftlichen Teil musste ich Fragen zu Themen wie Netzwerke, Betriebssysteme und Datenbanken beantworten. Für den praktischen Teil musste ich ein Projekt planen und durchführen. Ich habe mich entschieden, ein kleines Firmennetzwerk zu simulieren, um den Prüfern zu zeigen, was ich in meiner Ausbildung gelernt habe.
um den Prüfern zu zeigen, was ich in meiner Ausbildung gelernt habe. Als ich die Ergebnisse bekam, konnte ich es kaum glauben. Als ich die Ergebnisse bekam, konnte ich es kaum glauben. Ich hatte die Prüfung bestanden. Das Gefühl war unbeschreiblich. Ich hatte die Prüfung bestanden. Das Gefühl war unbeschreiblich. 3 Jahre harte Arbeit hatten sich endlich ausgezahlt. 3 Jahre harte Arbeit hatten sich endlich ausgezahlt. Nun konnte ich mich offiziell Fachinformatikerin nennen. Nun konnte ich mich offiziell Fachinformatikerin nennen. Die Jobsuche und das Bewerbungsgespräch. Die Jobsuche und das Bewerbungsgespräch. Nachdem ich meine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hatte, begann die nächste Herausforderung, die Jobsuche. Begann die nächste Herausforderung, die Jobsuche. In der IT-Branche gibt es zwar viele Möglichkeiten, aber ich wollte unbedingt eine Stelle finden, die zu mir passt. Und bei der ich mich weiterentwickeln kann. Ich habe mich auf mehrere Stellen beworben. Und war ziemlich nervös, als ich meine erste Einladung zu einem Vorstellungsgespräch bekam. Das Vorstellungsgespräch fand in einem mittelgroßen IT-Unternehmen statt. Das sich auf Cloud-Lösungen spezialisiert hat. Der Chef stellte mir viele technische Fragen. Aber auch Fragen zu meiner Arbeitsweise und wie ich mit Problemen umgehe. Eine der Fragen war: Wie gehen Sie vor, wenn ein Netzwerk plötzlich ausfällt? Ich erklärte ihm Schritt für Schritt meinen Ansatz. Zuerst das Problem analysieren, dann die Ursache finden und schließlich eine Lösung implementieren. Ich war überrascht, wie gut das Gespräch lief. Und kurze Zeit später bekam ich die Zusage für den Job. Das war ein weiterer großer Moment in meinem Leben. Ich konnte es kaum erwarten, meine Karriere als Fachinformatikerin zu beginnen. Mein Alltag als Fachinformatikerin.
Jetzt arbeite ich seit einem Jahr in dem Unternehmen. Jetzt arbeite ich seit einem Jahr in dem Unternehmen. Und ich muss sagen, es ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Und ich muss sagen, es ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Mein Arbeitstag ist sehr abwechslungsreich. Mein Arbeitstag ist sehr abwechslungsreich. Manchmal konfiguriere ich neue Server. Manchmal konfiguriere ich neue Server. Manchmal behebe ich Netzwerkprobleme. Manchmal behebe ich Netzwerkprobleme. Und an anderen Tagen plane ich neue IT-Projekte. Und an anderen Tagen plane ich neue IT-Projekte. Das Beste an meinem Job ist, dass ich ständig etwas Neues lerne. Das Beste an meinem Job ist, dass ich ständig etwas Neues lerne. Die IT-Welt verändert sich so schnell, dass man immer auf dem Laufenden bleiben muss. Die IT-Welt verändert sich so schnell, dass man immer auf dem Laufenden bleiben muss. Ein weiterer Vorteil ist, dass Fachinformatiker sehr gefragt sind. Ein weiterer Vorteil ist, dass Fachinformatiker sehr gefragt sind. Es gibt viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Es gibt viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Oder in andere Bereiche wie Cybersecurity oder in andere Bereiche wie Cybersecurity oder Softwareentwicklung zu wechseln. Oder Softwareentwicklung zu wechseln. Für mich ist das perfekt, weil ich immer neue Herausforderungen brauche. Für mich ist das perfekt, weil ich immer neue Herausforderungen brauche. Wenn du überlegst, eine Ausbildung zur Fachinformatikerin Wenn du überlegst, eine Ausbildung zur Fachinformatikerin oder zum Fachinformatiker zu machen, kann ich dir nur sagen, mach es. Oder zum Fachinformatiker zu machen, kann ich dir nur sagen, mach es. Es ist ein Beruf mit Zukunft. Es ist ein Beruf mit Zukunft. Und du wirst nie aufhören zu lernen. Und du wirst nie aufhören zu lernen. Natürlich ist es nicht immer leicht. Natürlich ist es nicht immer leicht. Aber wenn du hart arbeitest und dranbleibst, wirst du am Ende belohnt. Aber wenn du hart arbeitest und dranbleibst, wirst du am Ende belohnt. Ich hoffe, meine Geschichte hat dir einen Einblick in meinen Weg und in die spannende Welt der Fachinformatik gegeben. Ich hoffe, meine Geschichte hat dir einen Einblick in meinen Weg und in die spannende Welt der Fachinformatik gegeben. Viel Erfolg auf deinem eigenen Weg. Viel Erfolg auf deinem eigenen Weg.